Hallo und herzlich willkommen hier bei Enthusiamova. Ich bin der Louis und ich freue mich, dass ihr mich hier wieder auf meinem YouTube-Kanal besucht. Schön, dass ihr wieder dabei seid, auch hier bei einer weiteren Folge von dem Gemeinschaftsprojekt vom Sibi und von mir. Zwei Rheinländer stellen vor. Doch bevor ich euch jetzt eine weitere interessante Person hinter einem weiteren interessanten Kanal vorstelle, möchte ich doch erst noch ein paar liebe Worte an meinen Co-Moderator nach Troisdorf richten. Mein lieber Freund, du hast mich das letzte Mal auf meine Größe angesprochen. Was soll ich dazu sagen? Größe hat bekanntlich nichts mit Länge zu tun. Also, gute und nette Worte, erhaltende Freundschaft, in dem Sinne, machen wir Vega. Leute, wen darf ich euch jetzt vorstellen? Uns hat es diesmal elektronisch nach Rheinsberg gezogen. Und Sibi und ich, was soll ich sagen, haben uns von dem Namen Rheinsberg, weil es auch mit Rhein, genau wie bei unser Fluss hier vor der Tür geschrieben wird, doch ein bisschen in die Irre leiten lassen. Haben wir gedacht, Mensch, das ist ein Heimspiel. Nee, Rheinsberg liegt in Brandenburg. Gut, kann ja mal passieren. In dem Sinne darf ich euch jetzt einen sehr interessanten Menschen vorstellen und noch interessanter ist die Geschichte, die er zu erzählen hat, denn er ist schon seit langen Jahren mit Modellbahn, Modellbau, Panoramabau, Alterung verbunden und macht das ein Stück weit gewerblich, hat unheimliche Beziehungen in die Szene rein, hatten wir am Anfang nicht so erwartet und waren vollkommen überrascht, was uns da jetzt erwartet. Ich darf begrüßen den Lothar vom Kanal Spur 0 Galerie aus Rheinsberg. Und dieser Film hat mehrere Premieren, direkt mal vorweg, eine seht ihr. Denn wer den Kanal kennt, weiß, den Lothar, den sieht man nicht. Außer jetzt hier bei uns im Format. Die erste Premiere, die anderen seht ihr dann. Ich wünsche euch viel Spaß beim Kennenlernen und Zuschauen. Dann hallo und herzlich willkommen hier bei Enthusiamova und zwei Rheinländer stellen vor. Wie immer mein Spannmann, mein Flügelmann, mein Maverick, der Sibi ist da und wir haben heute einen ganz, ganz besonderen Gast, weil Premiere, wir sehen ihn das erste Mal vor der Kamera. Bisher Richtig. Nicht gesehen und jetzt kommt es ja auch mal so richtig raus. Endlich haben wir mal ein Gesicht, was hinter der Kamera steht und wir haben echt Premiere damit. Ich darf begrüßen den Lothar und zwar von dem Kanal Spur 0 Galerie aus Rheinsberg. Richtig. Hallo Lothar. Hallo Lothar, sei uns gegrüßt. Hallo. Der Mann hinter der Kamera, der sonst immer nie zu sehen ist. Ja, genau. Das Pseudonym aus Rheinsberg. Ja. Rheinsberg. Hier, Louis. Rheinsberg. Da fahren wir nicht hin, das ist viel zu weit weg. Wo liegt Rheinsberg? Rheinsberg liegt in Brandenburg, nah von Berlin. Also Berlin kennt ihr ja, es ist das kleine Dorf da. Habe ich von gehört. Ja, ist in Ordnung. Okay, Genau. alles klar. Also da, wo das Chaos herrscht. Oder Ja. da, wo das Chaos verbreitet wird. Mhm. So, aber sitzt du da im Epizentrum? Nein, da bin ich ja weggezogen. Ach so. Wegen dem Also Chaos. du Berlin, Chaos, wo es herrscht. Jetzt habe ich jetzt. hergestellt. In Brandenburg Stand gerade auf der Leitung. hergestellt. Das ist das Problem. Also nur mal zur Information, rein geografisch ist Berlin die Hauptstadt von Von uns? Deutschland. Ne? Deutsch. Ja, genau. Seht ihr? Punkt 1. Gut, aber Schwamm beiseite. Rheinsberg liegt dabei. Wir haben so einen Bahnhof hier. So ein Bahnhof da. Ach echt? Ja. Echt? Ja. Da Hält fährt er ein der Bahnhof ICE? an. Hält er der Ja, ICE? sicherlich, der hält hier. Ja, klar. Nein. Für mich also Kaff, genau wie Troisdorf. Ja, so, wahrscheinlich so ähnlich. Lothar, ja, ich habe mal so ein bisschen gestöbert. Du bist ja schon eigentlich auch eine ganze Weile auf YouTube, habe ich jetzt gesehen. Ne? Du siehst, ich glaube, dein Kanal hast du eröffnet 2008 und dann hast du wahrscheinlich eine ganze Weile ein Aufnahmeknöpfchen gesucht. Den ersten Film hast du dann eben irgendwann im Juni 2011 dann gesendet. So, dann hast du im Juni nochmal was gesendet und dann bist du wieder verschüttet gegangen. Und dann warst du wieder weg. Dann bist du 2014 bist du wieder hochgekommen. Da muss ich allerdings sagen, ich weiß nicht, Sebi, hattest du mal geguckt, so ein bisschen auch, er hat da einen Trailer rausgebracht. Dein drittes Video war ein Trailer und zwar, da stellt er vor TM Debrush. Debrush. Ja, genau. Debrush. An der Firma bin ich mit beteiligt. Ja, an der Firma bin ich mit beteiligt. Bitte? An der Firma bin ich mit beteiligt. Okay. Das ist eine Firma, die wir altern Fahrzeuge
Okay. bauen auch Fahrzeuge um. Also ich komme ja eigentlich ganz, wenn man jetzt mal, wir fangen mal jetzt ganz beim Urschleim an. Danke. Ja, genau. 1985 habe ich als 18-Jähriger in einem Modellbahngeschäft angefangen zu arbeiten und Okay. hatte in Berlin-West, ja, ganz wichtig, also Berlin, Mhm. und hatte damals wirklich das Glück gehabt, eine tolle Chefin zu haben und konnte in diese ganze Materie sehr gut reinriechen. Und dann kam ja der normale Knick, der sogenannte Pillenknick, Ehefrau, Kinder und so weiter. Also da war ja mit Modellbahn nichts mehr, Haushaltsgeld wurde abgegeben, Schluss vorbei. Und dann später, wie gesagt, dann jetzt gehen wir mal ein paar Jahre so weiter. Habe ich in Berlin bei der BVG angefangen. Dort bin ich U-Bahn-Fahrer, also eigentlich bin ich Bahnhofsmanager gewesen, U-Bahn, Stellwerk und so weiter. Also ich komme halt auch vom Vorbild und kenne mich auch sehr gut beim Vorbild aus. Und 2013 habe ich mit der Firma MBW Spur 0 GmbH Modelle mit auf den Markt gebracht. Also ich habe Modelle mitentwickelt in Spur 0 Größe und da bin ich eigentlich richtig so in diese ganze Modellbahnkiste hineingehüpft Angekommen. Mhm. und habe auch in Dortmund gestanden, in Bremen auf der Messe und alles so eine Geschichten. Und in der Zwischenzeit habe ich noch jemanden kennengelernt aus Münster und der hat bei eBay Fotos eingestellt von seinen gealterten Fahrzeugen. Die habe ich angeschrieben und gesagt, Mensch Junge, deine Fahrzeuge sehen ganz klasse aus, aber die Bilder sind kacke. Mhm. Da kann man nichts drauf erkennen. Und wie gesagt, dann habe ich ihm vorgeschlagen, also pass mal auf, schick mir mal die Fotos, schick mir mal die Wagen, ich fotografiere sie dir und dann machen wir mal was daraus. Und naja, dann, wie gesagt, hat er mir eine Kiste oder kistenweise sogar geschickt, seine Fahrzeuge, die habe ich fotografiert. Und dann habe ich ihm gesagt, also pass auf, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten für dich. Entweder du machst es professionell oder du lässt es sein. Und habe gesagt, wenn du es professionell machst mit einer eigenen Firma, wir machen eine Internetseite, also wir haben auch eine Internetseite, dann kommt eine Riesenwelle auf dich drauf zu. Und das kam auch. Also es ist Ausstellungen, Aufträge ohne Ende, Umbauten etc. Selbst bis nach Frankreich. Also wir haben mehrere Kunden in Frankreich, in Niederlande und so weiter. Mhm. Und durch diese ganze Geschichte, dass ich da halt die Modelle bei MBW Spur 0 GmbH gemacht habe, da mit dem zusammengearbeitet habe, habe ich halt angefangen, wieder mit der Modellbahn so, ja, ins Reine zu kommen. Also Ehen sind gescheitert und jetzt durfte die Modellbahn wiederkommen. Okay. So. Aber Und eine reine Modellbahn selber hast du aber nicht, oder? nein, das ist ja langweilig. Oh. Ich baue lieber kleine Arrangements, also Ja. Schaukästen, Dioramen. Ja. Ja, klar, natürlich hätte ich vielleicht manchmal auch ganz gerne eine Modellbahn gehabt, also so groß und etc. Aber konnte ich mich nie mit verwirklichen, weil ich bin ja, wenn ihr mal meine Filme so anguckt, sind ja immer nur Arbeiten, so, wo ich halt bestimmte Sachen herauskristallisiere, was man so machen könnte, wie man es machen könnte. Mhm. Und im Grunde genommen war es ja auch so, ich habe ja auch Dioramen gebaut oder Schaukästen oder etc., Fotodioramen gebaut für die Fotografie von diesen Modellen, die wir gemacht haben. Mhm. Und dadurch ist es nie zu einer Modellbahn gekommen. Und außerdem muss man auch dazu sagen, es gibt so zwei Sachen dabei, wenn man das professionell macht, also wenn man mit einer Firma zusammenarbeitet und in Dortmund oder sonst wo auf Messen steht, dann kriegt man auch so ein Gewissen, naja, Modellbahn. Okay, Ja, da muss klar. man auch abschalten können. Weil das ist ein knallhartes Geschäft. Also es ist nicht so, dass man jetzt da ja immer Freude dran hat, weil steht mal 7 Tage, ich glaube 7 Tage war Dortmund oder 6 Tage war Dortmund Ja, immer. ist Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, ja, 5, also 5 auf jeden Fall mit Pressetag, glaube ich, immer mal. Ja, Ne? genau, so. Und Mhm. da hast du dann halt die komplette Bandbreite von Modellbahnern, ne, die da halt. Ja, und die sind dann einfach. Nein, Ja, also aber jetzt mal kein Quatsch. Erzähl mal, sind die kompliziert, Modellbahner? nein, oder? Louis, sind wir kompliziert? Nein, überhaupt nicht. Nein, überhaupt nicht. Weißt du, Also, der typische Spruch vom Modellbahner ist immer, wenn er so vor dir steht und du bringst ein Modell auf den Markt, dann sagt er mal zu dir, also wenn ihr das Modell bringen würdet, dann würde ich sofort kaufen. Ja, Bringt immer das Falsche auf den Markt. natürlich. Was willst du Das ist denn? aber- Allerdings muss ich dabei sagen, Louis, das ist ja jetzt eine absolute Premiere für uns beide hier, weil Lothar, wir hatten ja bis dato, ich meine gut, wir haben jetzt natürlich erst nur 2 gemacht, aber du bist der Erste, der mal keine Modellbahn hat, Louis, oder? Ja, genau, Premiere, absolut. Also 2 Premieren. Einmal das erste Zwei Mal, dass Premieren. wir jetzt jemanden aus, sag ich mal, hinter dem Kanal hervorholen und wir jetzt ein Gesicht sehen. Und zum Zweiten ist es Ja. Und Premiere. das hier, unser Fragenkatalog. Ja, weg. Nee, weil das liegt ja alles auf Modellbahn weg. Super, vielen Dank, Lothar. Hat mich gefreut. Mach's gut, bis dann. Tschüss.
Also normalerweise spiele ich auch noch mit Puppen, ja. Also, was? Ich komme aber nochmal zurück auf diese Agenda, die du da an den Tag gelegt hast. Da hatten wir jetzt einen Trailer, okay, das habe ich verstanden. Und dann gab es noch was, da stand drin was, Räderwerk Potsdam. Ja, das war meine erste Internetseite. Oder sagen wir mal anders ausgedrückt, ich hatte mal eine eigene Internetseite, die hieß, wie hieß die nochmal? Potsdam? Räderwerk Potsdam? Räderwerk war mein Pseudonym für Fotos und so weiter. Ach. Und die Internetseite hieß, wie hießen die eigentlich nochmal? Vor kurzem habe ich es noch im Kopf gehabt, weil ich die eigentlich wieder aufleben lassen. Räderwerk der Schiene oder so war das. Also wie gesagt, da hatte ich meine eigene Internetseite, weil ich habe alle meine Modelle immer fotografiert. Immer vor der Linse. Okay. Die halten wie viel still. Ja, natürlich, das ist alles richtig. Verdienst du denn da jetzt auch deine Brötchen mit oder hast du noch irgendeinen Beruf? Du sagtest eben Bahnhofmanager. Nein, da verdiene ich kein Geld mit. Ich wollte ein Kleingewerbe machen, hier mit meiner Spur-Null-Galerie, aber das hat sich bis jetzt noch nicht so durchgesetzt. Ich weiß es noch nicht, wohin die Reise mal wirklich geht. Weil jetzt dadurch, also ich sag mal so, wir hätten ja im letzten Jahr 2019 in Gießen die Spur-Null-Tage gehabt. Da wäre ich ja das erste Mal als Aussteller mit bei gewesen, also als selber Aussteller, also mit meinem eigenen Machenwerk. Und da hätte ich ja gesehen, in welche Richtung das ungefähr gehen würde. Ob da einer Interesse hat, an so einen Schaukasten zu kaufen oder nicht, oder einfach nur schönen Tag gehabt und war schön bei dir gewesen zu sein. Und dementsprechend halt weiß ich noch nicht, in welche Richtung das geht. Also ich muss dazu sagen, das Business kenne ich sehr gut. Es ist, muss ich ehrlich sagen, auch sehr hart. Also auch wenn du jetzt selber was machst, was herstellst, gerade jetzt so vielleicht auch so Schaukästen, weil ihr wisst ja selbst, ihr habt ja YouTube schon öfters gesehen, es gibt ja millionenfach an Vorschläge, Tipps. Wir hörten davon, ja. Ich kann es euch empfehlen, also nur. Dann wäre zum Beispiel da hinten bei dir, hinter im Grund, würde eine Modellbahn sein. Wenn du das hier? Ja. Das ist meine Theke, das siehst du falsch. Er steht auch. Ja, genau. Ich stehe ja auch. Es ist ein knallhartes Geschäft. Ja, ist es auch. Das ist nicht so einfach. Also auch mit den Alterungssachen. Wir haben unwahrscheinlich viele Aufträge, aber es gibt natürlich auch viele Konkurrenz dabei. Ja. Ach, ehrlich, ja? Ja. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Also im Dioramenbau, wo du ja unterwegs bist, das hätte ich auch nicht erwartet. Dass da so viele gibt, ich glaube, das gibt ein paar. Bei Alterung. Von Bealterung. Ja. Also, klar gibt es da, also bei Dioramenbau und so weiter gibt es auch welche, die das machen. Und man wird auch immer verglichen. Also es gibt zum Beispiel einen aus Holland, der sowas macht. Mit dem wird man immer so ein bisschen verglichen und man muss aber dazu sagen, weil Modellbahn ist nicht einfach. Also man macht nicht einfach was und dann sind sie alle begeistert, sondern man wird auch ganz gut, weil man ja auch also ich bin zum Beispiel auch im Forum unterwegs und da merkt man halt schon, man wird ganz gut beäugt und beobachtet, wie man es macht. Und deswegen war eigentlich dieser Schritt, der YouTube-Kanal ist ja nur dadurch jetzt wieder aufgelebt worden, weil ich habe ja noch eine Facebook-Seite, wo ich ja meine Arbeiten so schon vorgestellt hatte. Und da hat man einfach zu mir mal gesagt, mach mal ein Video darüber, wie du das machst. Da habe ich lange gebraucht, um überhaupt diesen Weg zu gehen, weil ich habe einfach ein bisschen Angst davor gehabt, man guckt sich das an und dann kommen von den meisten und, kann ich ja wesentlich besser. So, ja. Naja gut, die hast du so oder so, Lothar, die hast du überall, in jeder Beziehung. Was? Ja, also das kriegen wir und der Louis ja genauso gut mit. Ne? Aber wir sind ja nicht das Maß der Dinge, Lothar. Wir zeigen ja nur, was wir machen. Ob das richtig ist oder wir zeigen ja im Prinzip nur, wie wir es machen. Punkt. Genau. Aber die Angst so richtig verloren hast du dann ab dem 17.01. Ne? Seitdem bist du quasi in eine Videoproduktionsfirma übergegangen und hast quasi, ich sag mal so, 17.01. bis heute, das sind mal eben 49 Tage. Und in diesen 49 Tagen hast du 78 Videos veröffentlicht. Ja, das muss man erst mal machen. Hast du den Ausschalter nicht gefunden oder machst du Kurzfilmsequenzen? Nee, ich arbeite Tag und Nacht. Also, sehr gut. Nein, sehr gut. Nein, das geht eigentlich leicht von der Hand.
Obwohl es technisch, muss man sagen, also wenn ich das jetzt mal so technisch betrachte, würde ich mir eine 4 bis 5 geben von den Filmen. Also ich hätte sie gerne noch besser. Nö, Und nee, ist jetzt meine Meinung. Also ich gehe jetzt mal von dem, wie ich an die Sache rangehe. Ja, ihr schüttelt so den Kopf gerade und ihr wollt mich unterstützen und wollt, dass ich dabei bleibe. Aber wenn man jetzt mal ehrlich ist, guck mal, zum Beispiel auch wenn ich ein Modell auf den Markt bringe, dann muss es 100%ig sein. Dann kann man nicht sagen, okay, naja, lassen wir mal, weil das betrachten ja viele. Und gerade wenn du was machst, dann sollte es schon vorzeigbar sein und sollte auch ein bisschen eine Anerkennung bekommen. Ja, man kann aber in deinen Filmen schon auch eine gewisse Entwicklung sehen, ne? Also das muss man schon. Und ich glaube, die ersten waren auch so, das ist aber auch immer so, beim Sibi ist es genauso wie bei mir, man sucht seinen Stil und irgendwann hast du deinen Stil. Genau. Und dann gehen dir die Dinge auch so von der Hand. Und ich muss schon sagen, deine Filme sind zwar kurz, so, dass man dann auch sagt, aber ich habe mir auch überlegt, warum du das machst, aber andersrum, da sind in dem Teil, was du da vorstellst, sind eigentlich, es geht ja immer nur um einen Punkt oder eine bestimmte Sache und dann sind in 3-4 Minuten ist eigentlich alles gesagt, was du sagen musst dazu. Ja. Und manchmal brauchst du auch 5 Minuten und manchmal brauchst du 20 Minuten, habe ich auch einen entdeckt. Aber was ich nicht mache, ich vergleiche nicht. Also das mache ich nicht. Also ich nehme jetzt kein Produkt vor, zum Beispiel, was es ja auch gibt. Also ich stelle jetzt ich habe zwar schon Wagen vorgestellt, den Spur N, aber ich vergleiche nicht oder ich suche nicht nach Fehlern. Weil ja, genau. Du vergleichst nicht Arnold mit Fleischmann und Minitrix und bla bla bla. Nein, du nimmst einen Wagen und mit dem machst du das. Punkt. Ja. Das ist der Fairness halber auch, weil, wie gesagt, ich finde, das ist auch, ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel so einen Güterwagen vor mir habe, klar könnte ich sofort sagen, wo welche Fehler drin sind, ja. Aber das bringt nichts. Das würde dem Modellbahner, also wenn ich was nicht zeige oder wenn ich mir jetzt was kaufe und das ist schlecht, dann zeige ich es auch nicht. Genau. Und du nimmst ein Stativ, das finde ich schon mal ganz toll. Ja. So. Ja. Das gibt Leute, die machen das nicht. Ja, mir hat man auch schon gesagt. Da sitze ich dann immer so vom Fernsehen und bin dann am Mitgucken. Genau. Ja, manche Leute haben ja auch gesagt. Soll ja jeder machen, wie er möchte, um Gottes Willen. Also das ist alles gut. Also, wie gesagt, jeder soll das so machen, wie er will. Ja. Aber ich habe letztens dem N-Bahner, wie hieß der oben? Mit dem Kopfbahnhof, ich komme nicht auf den Namen. Kopfbahnhof? Ja. Den Ben? Nein, Holger. Ne, Holger hat keinen Kopfbahnhof. Doch, der Holger macht einen Kopfbahnhof mit dem Obi, mit dem großen Obi-Markt. Ja, genau. Bei der vorletzten Video, da sagte ich, boah, Holger, mach mal bitte ein Stativ. Beim nächsten Video hat er dann geschrieben, so Sibi, für dich jetzt mit Stativ. Ja. Fürchterlich. Aber er sagte selber, normalerweise ist er ja einer mit Stativ und ich meine, das muss jeder selber wissen. Der Micha aus Rastatt, der kriegt das halbwegs vernünftig hin mit seinem Stativ da zur Arbeit. Also von daher, alles gut. Aber es ist schon mal schön, so eine Rückmeldung von euch jetzt zu haben, wie die Videos so jetzt wirklich ankommen. Muss ich aber dazu sagen, es wird noch Steigerung geben. Also ich werde nicht auf dem Punkt stehen bleiben. So, das habe ich noch nie getan. Also ich bin nie stehen. Wie gesagt, man sieht eine Entwicklung und das ist toll. Und was ich persönlich auch immer du hast ganz am Anfang ja so dein Intro mit einer bestimmten Musik. Du hast immer die gleiche Musik mehr. Ich persönlich finde das schön. Das ist so, das ist vertraut. Ne? Und man weiß genau, was jetzt passiert. Man kennt das Thema nicht, aber man weiß jetzt, was passiert. Und man weiß, dass man jetzt Informationen bekommt. Total, ich finde es rund. Ich finde es eigentlich rund. Ich wollte sagen, man kann Informationen mitnehmen, die du machst, Lothar. Vor allen Dingen, ich sage jetzt einfach mal, eine Straße, ein Feldweg, eine Pfütze im Feldweg mit Klarlack oder mit Nagellack oder wie auch immer, da kann man ja alles mitnehmen. Ja, absolut. Das finde ich das total genial. Aber was ist an den einen Tag passiert? Der hat ein richtig geiles, witziges Video rausgebracht. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, und zwar über Maulwurfshügel. Okay, ja. Was ist an dem Tag passiert? Wie kommt man auf den Trip und sagt, ich mache jetzt mal Maulwurfshügel? Wie kommt man dazu? Wie ich auf alle Sachen komme. In der Nacht. In der Nacht. Ja, ich überlege mir was. Es ist jetzt kein Quatsch. Also alle Sachen so, die mir so einfallen, die kommen aus dem Jetzt. Also da mache ich arbeite auch ohne Plan. Okay. Also dieser Maulwurfshügel, mit dem Maulwurfshügel ist ganz einfach entstanden. Und zwar, man hat ja eine Rasenfläche und die Rasenfläche wirkt ja immer so ein bisschen, grün, Grashalme drin.
da fehlt doch was. Und das sind die sogenannten Maulwurfshügel. Ja. Jetzt kann man die ja kaufen. Das gibt's ja zu kaufen. Ja. Da nimmt man Freddy, haut es da in die Landschaft rein und gibt der Firma sowieso Geld dafür. Nee, man kann es auch selber machen. Ja. Und da fange ich dann an zu überlegen, wie kann ich es selber machen? Ja. Und da bin ich auf die Idee gekommen, mit den Tropfen Holzleim. Ja. Na, ich einfach Ja, ausprobiert. vom Prinzip her hast du recht. Ja. Aber Und auch mit ich dem fand die Wasserfall Idee gewesen. halt scharf, ne? Ja. Ich wäre im Leben nicht drauf gekommen, einen Maulwurfshügel darzustellen. Du musst mal ja da sagen, du machst ja deine Modelle oft für den Maßstab, also ne, Spur 0, also 1:45. Und letztens hast du mal einen Ausreißer gehabt. Da hast du für den Dennis mal ganz bewusst was in Spur N gemacht. Kommt noch mehr für Spur N? Ja, klar, es kommt noch mehr in Spur N. Was bei Spur N nur zurzeit so ein bisschen hinderlich ist, ist das Gleissystem. Okay. Weil das ist ja so ein Manko in Spur N, das Gleissystem. Also ich hatte ja jetzt das Diorama, was ich gebaut habe, da hatte ich noch 2 alte Arnold-Gleise gehabt, die ja mir entgegengekommen sind, also die sind mir auch entgegengefallen, ohne Frage jetzt, ja. Also ich ging an den Schrank ran, da kam die rausgepurzelt. Und dann gesagt, jetzt brauchst du noch was. Nein, Spaß beiseite. Okay. Die sind ja brüniert. Und Ja. da brauchte ich nicht viel altern. Und Ja. dadurch konnte ich das halt relativ schnell bauen. Und aber deswegen habe ich mir auch ja Spur N Sachen gekauft, um einfach mal zu sehen, welchen Stand hat Spur N heutzutage. Und da soll ein Projekt entstehen in Spur N, aber im Moment hinderlich ist einfach das Gleissystem. Und da gehe ich auf Peco, Code 55, wo es auch tolle, schlanke Weichen gibt, aber es ist nicht lieferbar. Das ist richtig. Das ist das Riesenproblem zurzeit. Mhm. Sonst wäre das Projekt schon fertig. Mhm. Cool. Also Ja, da der Dennis hat ja das gleiche Problem. Ne? Das hat man ja beim letzten. Hat er gesagt. Ja. Das ist ja echt ein Manko. Ne? Und ich bin davon überzeugt, wenn da wieder losgeht, dann werden einige Bahnen, glaube ich, geändert werden. Ja, ist leider, dass es halt zurzeit nicht lieferbar ist. Ja. Das ist halt ein Riesenproblem. Aber gut, muss man halt warten und dann werde ich sehen, halt, wann wieder alles verfügbar ist. Weil, wie gesagt, auch die Weichen. Die Flexgleise gibt es zurzeit auch nicht zu kaufen. Ja. Und ich habe zum Beispiel, weil wir jetzt, gut, dass ich erfahren, dass Dennis das auch kaufen will. Ich werde jetzt alle Händler anrufen, dass das nicht verkauft wird. Also gut, Hier werden Freundschaften fürs Leben geschlossen. So, und ja, jetzt mal, ich mache das ernst. Ja. Ich habe ja noch alle Händler da. Daten sind vorhanden. Du sitzt ja da quasi direkt da mitten im Epizentrum. Daran scheitert es einfach. Also man muss sowieso sagen, in der ganzen Modellbahn scheitert es sehr oft auch am Gleissystem. Ich komme ja aus dem Vorbild und versuche immer so nah am Vorbild dran zu sein mit bestimmten Sachen. Und auch in Spur 0 hast du, gerade was Weichen und so weiter angeht, ein ganz großes Manko, so was man kaufen kann. Also klar, ich kann alles kaufen, was Geld kostet. Also ich kann eine Weiche beispielsweise, kennt ihr auch, Weichenwalter schon mal gehört, gibt es ja auch für Spur N, da kannst du 300 € für eine Weiche ausgeben. Aber irgendwo ist ein Deckel drauf. Und deswegen versuche ich immer so vorbildgerecht wie möglich es zu machen mit dem vorhandenen Material, was es gibt. Ja. Okay. Und dadurch ist das. Aber N kommt noch was, da werdet ihr noch was sehen. Schön. Vielleicht gefällt es euch ja sogar. Ja, absolut. Also wir sind sowieso, also wir sind ja bekannte Klauer. Ne? Also wir schauen immer nur mit Augen rechts und links und wo es nur geht. Und ich finde, das macht das Ganze aber auch ein bisschen aus. Zumindest sage ich mal jetzt in der Hobby-Szene, ne? Wo man dann sich da gegenseitig austauschen kann. In der Unternehmerschaft ist das eine ganz andere Nummer. Aber so als Hobby jetzt gesehen, da glaube ich beim Sebi, da werde ich sicherlich von deinen Ideen partizipieren. Da werde ich genauso nach rechts und nach links schauen, wie man bisher gemacht hat. Ich finde aber auch, ist ja nicht schlimm. Ist ja erstmal nicht schlimm. Was natürlich schön wäre, wenn ich mehr Rückmeldung bekommen würde. Also auch wenn was Kritisches sehen wird. Wenn jetzt einer sagt, okay, naja, das ist ja alles schön erklärt, aber nicht auf die unter der Gürtellinie, wie es ja sehr oft leider auch ist, oder mit einem Daumen nach unten, wo man keine Informationen rüberkriegt, sondern einfach mal so, Mensch, das hättest du anders erklären können oder das wäre vielleicht verständlicher so gewesen oder ich verstehe es ja auch. Ne? Ja. Das wäre mir schon nicht ganz unwichtig, weil ich brauche immer so eine Rückmeldung, so ein Feedback. Ja, Feedback, ganz wichtige Sache für die persönliche Weiterentwicklung. Tolle Sache. So. Ja, wie gesagt, habe ich mal gelernt.
Ja, genau. Ich möchte da jetzt nicht drauf eingehen. Wir haben auch gerade so einen Kreis nochmal bei uns auf der Arbeit. Wir machen gerade sämtliche Kurse nochmal neu. Wir erfinden das Rad gerade nochmal neu. Ja, QMS, KVP und so weiter. Qualitätsmanagement. Genau, ja, genau. KVP und wir sind mittlerweile bei KPI angelangt. Also wir bauen uns halt Englisch um. Also ist egal. Du hast auch einen ganz schicken Humor, habe ich gesehen. Zumindest hast du, was Humor angeht, schon mal eine Verbindung nach Köln, ne? Hast da in deinen Kanälen, die du gut findest, einen Kanal abonniert, der gehörte ursprünglich mal zu der Tierserie, die ganz gerne in einer beliebten Sendung war, Zimmerfrei. Da hast du den Waldi drin gehabt, da hast du den Hai drin, Cologne, Smile, irgendwas, so hieß der Kanal, den hast du abonniert. War ein Versehen, nehme ich an, ne? Weil du guckst gerade so. Ja, das ist mal, wenn ich nachts schlafwandel, dann abonniere ich. Ah, so bist du auf uns gekommen, das ist ja auch nicht schlecht. Ja, und dann halt, stimmt, zu Köln habe ich eine Verbindung. Aha. Ich mag die kleinen Gläser vom Kölsch. Ah, das ist gut. Das ist wieder eine Premiere. Wieder Premiere. Die anderen beiden Kollegen, die wir bisher hatten, ne? Du erinnerst dich? Die wurden frech. Ja, das war halt ein bisschen anders. Hatten mir jetzt nicht so den Eindruck hinterlassen, als ob sie Kölsch mögen würden. Aber das kann man ja dann beim Bier klären. Naja, ich weiß ja, du schickst mir eine Kiste zu. So, genau, als Bezahlung, genau. Ja. Ah, super geil. Du sagtest eben Frau weg, Spur 0 rein. Lebst du alleine? Erzähl mal ein bisschen was von dir. Wie alt bist du überhaupt? Wie alt ich bin? Ja, erzähl mal ein bisschen was, eine Strophe von dir. Das haben wir ja gar von mir? Nein, jetzt lebe ich in einer Beziehung, nennt man heutzutage so Beziehung, glaube ich. Ich habe schon 2 Ehen hinter mir, ja. Okay. Also, und wie alt bist du? 53. Was? Du bist ein Routinier. Ja, ich meine, ist auch immer so. Guck mal, die Hochzeit ist schön, gibt's Geschenke, tolles Essen. Ja. Die Scheidung ist auch nicht verkehrt. Danach geht man immer noch einen abbeißen. Ja, genau. Ja. Und meistens bahnt sich dann die nächste schon an, oder wie? Ja, klar. Ja, sicherlich. Sicherlich. Ja, und was sagt deine Lebensgefährtin zu diesem Hobby? Ich meine, du bist ja auch mal arbeiten und dann kommst du nach Hause und dann an deinem Hobby. Teilt sie das oder spielt die da mit oder macht die da mit oder sagt sie, das ist deins und ich habe meinen Strickkurs oder was weiß ich, keine Ahnung, was sie macht. Nein, die teilt's nicht. Nein, da ist sie weit weg von. Aber sie lässt mich machen, wie ich möchte. Ich habe auch das Glück jetzt hier einfach, ich habe hier eine Werkstatt, wo meine Sachen entstehen. Und dann habe ich zusätzlich noch da wollte ich eigentlich das erst hier unser Gespräch machen, da war ich eine schlechte Internetverbindung, da habe ich ja noch meinen kleinen Showroom, da wo ich die Sachen ausgestellt habe. Okay. Hier auf dem Grundstück. Und wenn es so gehen würde, hätte ich gerne noch ein Zimmer mehr. Okay. Aber kriege ich nicht. Du hast alle deine Kunstwerke, die hast du alle noch? Ja, die habe ich alle da. Wahnsinn. Alles archiviert, alles weggepackt und alles, wie gesagt, dafür habe ich ja den Raum. Ja. Und hast du muss ich ehrlich sagen, Hut ab. Das finde ich echt klasse. Musst du erst mal machen. Also, hast du denn da, wo kommt der Name her? Spur N Galerie. Spur 0. Ist eine macht nichts. Ich muss mal meiner Sekretärin Bescheid geben. 10 Punkte minus. 10 Minuspunkte mit meinem roten T-Shirt. Ja, nee, wie kommt der Name zustande? Ja, und zwar kam es aus der Spur 0-Szene heraus. Es gab mal einen Laden in Detmold. Ja. Und der ist ganz groß angesprungen auf die Spur 0. Also die kannte ich halt auch persönlich durch die Sache damals, durch die Verbindung mit der Firma. Und da gab es einen Verkäufer, der hat sich für Spur 0 sehr interessiert und der hat gesagt, er wird mit der Firma zusammen, er selber und ich springe auch ins Boot mit rein, eine Facebook-Seite gründen. Und das war diese Spur 0 Galerie. Weil es gab ja mal einen Boom in Spur 0, also unwahrscheinlich groß. Und das war ungefähr so 14, 15, glaube ich. Ne, 14 war das, glaube ich, gewesen. Und aber
später hat sich das halt so ein bisschen verwässert. Also die Interesse von dem Laden war auch nicht mehr so groß an Spur 0 gewesen. Dann hat er das nur noch alleine weitergeführt, die Facebook-Seite. Und dann habe ich gesagt, du pass auf, Thorsten, ich übernehme die. Und dadurch habe ich das halt übernommen. Und dadurch ist die Sache entstanden. Das war schon, ja, den Namen gab es schon. Den habe ich einfach nur auf der Sache übernommen. Ja, okay. Hast du ja auch da hinten jetzt deine Uhr da hinten mit hängen, ne? Hast du gesehen, wie die funktioniert, ja? Ah, eine Bombe. Also, ich habe mir aber zwar meine hier hingestellt, also irgendwas stimmt hier nicht. Ich habe das 3:30. Du hast ja auch ein Bild hinten zu hängen vom Kölner Dom, bloß dass du es falsch rum hast. Also der Kölner Dom guckt nach unten, das finde ich nicht so schön. Was? Hast du alle gesehen? Der Louis steht Kopf. Der macht mich fertig, ehrlich. Was soll ich sagen? Das, hast du vor, mit deinem Kanal dann noch so ein bisschen, wie gesagt, du sprachst vorhin an, dass du offen bist für Infos oder Anregungen. Hast du vor, da noch so ein bisschen Struktur reinzubringen? Weil wenn man erstmalig reinschaut, da hat man keine Struktur. Dann ist das schon, dann wird der Wunsch nach einem Fahrplan groß. Ja, so. Aber dann muss man sich halt damit beschäftigen und dann erkennt man dann auch ein Stück weit. Und die Beschreibung gibt, glaube ich, auch nicht immer das her, was tatsächlich sich dahinter verbirgt. Also das ist ja so ein kleiner Kritikpunkt, ja? Nein, das ist kein Kritikpunkt, das ist ein Hinweis. Das ist auch kein Kritikpunkt, sondern das ist purer Eigennutz. Ich kann dir das einfach sagen, weil ich finde das, was du da machst, sehr interessant und sehr gut. Und ich bin noch lange nicht da, ne? Das, was du da schon baust. Aber du baust klasse und mir gefällt das. Nur, ich hätte immer ein Problem. Ich bin so ein typischer Rheinländer, ich weiß nicht, wie der Sie will, aber ich habe Kind zick, ich bin immer unterwegs, ich bin immer am Drehen. Und dann suche ich halt und dann möchte ich das schnell finden. Das ist mir bei dir jetzt noch nicht so gelungen und deshalb würde ich mir wünschen. Das hast du aber jetzt schön gesagt, das hast du aber sehr schön gesagt. Den Punkt nehme ich mal auf, also da können wir noch Struktur reinpacken. Ja. Ohne Frage. Also er hatte bei mir auch geschafft, in meinen YouTube-Kanal ein bisschen Struktur reinzukriegen, also muss ich jetzt ehrlich sagen. Ach, deswegen sind keine Filme mehr drin. Ich war ja auch derjenige, welche und hau raus, nach mir die Sinnflut. Mit den Beschreibungen, das hatte mir jetzt nicht gesagt, die fand er wohl scheinbar dann doch in Ordnung, aber ein bisschen Struktur ist jetzt da. Nein, ihr habt ja recht, das ist bei mir immer so eine spontane Sache. Also ein Film wird nicht geplant. Ja. Und dann macht es ja wahrscheinlich auch, ich glaube, das macht das auch so ein bisschen was aus. Da denkst du, du hast alles gesehen und dann haut er dann wieder so ein Ding raus, wo du denkst, Alter, der Rest, naja, stimmt, so kann man natürlich auch machen. Also das war auch was, ich habe vorhin fast die Krise gekriegt, ne? Weil ich habe gesagt, hier, jetzt habe ich heute Vormittag, Samstag ist ja immer so ein bisschen Einkaufstag, dann habe ich mir ein bisschen Zeit abgeknapst, mich vorbereitet, dann über deinen Kanal nochmal drüber und hatte so den Stand, 82 Videos hat er rausgebracht. Ich komme vom Einkaufen wieder, zack, hat er das nächste rausgeschossen. Ja, ich habe nämlich aufgeschrieben hier, 83 Videos. Und ich habe eben noch geguckt. Ich denke, naja, guck mal kurz vorher, vielleicht kommt noch was. Ja, aber deine Videos haben absolut Flair. Die sind wirklich, definitiv. Ich finde die richtig, richtig klasse. Ja, definitiv. Und man lernt auch was. Man lernt auch was. Ich finde halt einfach, man lernt was. Ja, das ist wichtig, dass ihr was lernt. Also nicht, dass ihr jetzt was lernt, sondern das, was da rausgenommen wird. Das ist mir halt wichtig. Ja. Aber warum die Leute das auch versuchen, halt vielleicht mal bei sich auf der Anlage umzusetzen. Jetzt muss man dazu auch sagen, ich spreche ja verschiedene Spurgrößen an. Also deswegen hatte ich auch dieses Video gemacht mit diesen Dimensionen. Ich weiß nicht, habt ihr das gesehen? Um einfach mal auch zu zeigen. Ich habe noch nicht alle durch, ich bin da ganz ehrlich. Ich habe noch nicht ganz durch. Ich habe aber einige schon gesehen. Du willst jetzt aber nicht einen Minuspunkt haben. Nee, ich habe ja gesagt, ich werde mir die auf jeden Fall noch angucken. Ich habe schon welche, ich bin schon auf Anschlag. Ich habe ja so ein Video gemacht über Dimensionen, also verschiedene Spurgrößen und etc. Und es ist natürlich, alles ist nicht möglich, auf die Spurgrößen umzusetzen. Zum Beispiel dieser Volvo-Flügel, den kannst du nur in Spur 0, Spur 1, vielleicht noch in H0 machen.
weiter drunter geht nicht. Also ein Z beispielsweise gar nicht. So ungefähr, wenn ich jetzt sagen würde, Spur jetzt mein Clean-Schiff, mach dem mal ein Spur Z auch noch nach. Das geht nicht. Ja. Und da hast du natürlich immer bestimmte Sachen, die man halt nicht auf diese Spurgrößen übernehmen kann. Mhm. Ich versuche aber, deswegen mache ich ja mal diesen Logo mit rein für alle Spurgrößen oder für mehrere Spurgrößen mit rein, damit die Leute sehen, aha, das gilt jetzt, kann man für verschiedene anwenden. Mhm. Und das ist immer so ein gewisses Problem dabei, dass man halt nicht alles immer für jede Spurgröße nehmen kann. Ja. Das geht nicht anders, weil da gibt es immer so dieses bestimmte Beispiel, was mit die Spurgrößen angeht, diese Maserung im Holzbrett. Die siehst du eigentlich nur in Spur 1, so halbwegs. In Spur 0 darfst du so fast gar nicht mehr sehen und alles, was drunter ist, schon gar nicht mehr. Gar nicht mehr, ja. So, und da sind Grenzen einfach gesetzt. Ja. Man kann nicht alles übernehmen, man kann einiges übernehmen. Ja. Und der Wasserfall und so weiter und bestimmte andere Sachen oder auch deswegen habe ich ja diese Dimensionsgeschichte angefangen, um auch mal zu erklären, was mich zum Beispiel nicht gestört hat, war, in letzter Zeit gab es so viele Tests über Grasmaster. Wo steht es am besten? Und darum habe ich diesen Film halt auch gemacht, damit man halt mal sehen kann, was bedeutet das eigentlich? Was ist hohes Gras? Wie wirkt sich das auf die verschiedenen Spurgrößen aus? Naja, wenn du mal überlegst, wenn ich 6 mm Gras nehme, dann habe ich ja schon schon fast einen halben Meter hohes, eine halbe Meter hohe Wiese. Ja, da gibt es eine ganz einfache Rechnung. Englischer Rasen hat 5 bis 6 Meter im Idealfall. Zentimeter, Meter ist schon. Zentimeter, das ist umgerechnet auf Spur 0, 0, knapp 1 Millimeter. Also, und ich verwende 2 Millimeter auf dem einen Diorama, das habe ich auch da halt so erklärt. Da sieht man gar nichts mehr vom Rasen. Das steht zwar, aber du siehst es nicht und es wirkt nicht. Also, wir hatten gerade so einen klassischen Systemabsturz, wie sich das hier immer gehört in der Live-Sendung. Ja? Ihr seht, das geschulte Auge sieht, der Lothar war duschen, hat sich umgezogen und hat die Kamera gedreht. So. Die kriege ich jetzt nicht mehr, stimmt. So, Fakt ist, wir sind ja vom Prinzip her recht weit durch. Wir haben tolle Sachen von Lothar erfahren. Lothar, nachher gibst du uns bitte noch ein paar Links, die wir unten drunter stellen können von deinen Homepages. Das würde ich auf jeden Fall gerne noch machen wollen. Ich würde von dir jetzt so ein bisschen hören wollen, nur kurz in 3, 4, 5, 6 Sätzen. Hast du dich wohlgefühlt? Fandst du gut? Oder so? Ja, war nicht schlecht. Das Catering, das hätte ein bisschen besser sein können. Ja, okay. Die Häppchen waren zu klein. Die musstest du mit der Lupe so, also sag mal so ungefähr wie mein Maulwurfhügel für Spur Z. Aber sonst war es eigentlich ganz okay. Nein, es war in Ordnung. Also man fühlt sich wohl. Und da ist mir eigentlich auch so eine Idee gekommen. Ich würde sogar sagen, sowas sollte man eigentlich öfters machen. Das ist cool. Naja, kommt ja jetzt so ein bisschen was drauf an, welche 2 Kanäle du uns vorschlägst. Also wir zu dritt, dass man mal die ganze Sache ein bisschen anders aufbaut. Jetzt nicht nur, ihr könnt weiter Leute vorstellen, ohne Frage. Darum geht es ja nicht, sondern einfach, dass man mal so eine Meetings macht. Hört sich besser an Meeting, ja? So hochmodern. Früher hat man gesagt, wir treffen uns zum Labern. Dass man halt einfach mal so über bestimmte Sachen aus der Modellbahnszene redet und halt das den Leuten auch wiedergibt oder weitergibt. Auch eine Idee. Das wäre mal nicht verkehrt. Ich weiß ja nicht, man könnte zum Beispiel, der Dennis, der ist ja noch ganz in Ordnung, der macht ja da auch in diese Richtung und jeder... Auch ganz in Ordnung. Das ist eine Partei. Das ist echt eine Nummer, ey. Ich sage, ja, wissen wir keine Schublade. Jeder von euch hat jetzt eine Schublade gekriegt. Ja, ist in Ordnung. Alles gut. Okay, das hört sich ja schon mal nicht schlecht. Aber da kann man drüber nachdenken. Das wäre mal so eine Idee von mir, weil ich bin ja nun von der Art her, also ihr seid ja Modellbahner und ich bin Modellbahner. Das ist ja schon mal unterschiedlich. Wa? Ja, also ihr habt eine Anlage, jetzt mal Spaß beiseite, jetzt machen wir ein bisschen ernsthaft hier. Ihr baut ja nun richtig Anlagen und ich bin ja eigentlich mehr so der aus einer gewissen Szene herauskommt und vielleicht auch in der Szene ein bisschen drin ist, dass man halt da mal vielleicht auch so ein auf die lustige Art und Weise so ein Rundgespräch macht. Was gibt's Neues in der Szene? Ja, sowas in der Art, aber nicht mit vielen Leuten, sondern dass man halt eigentlich sowas
mal so einmal im Monat oder wie auch immer, einfach mal sowas rüberbringt und natürlich. einfach mal den Leuten dann also auch da draußen präsentiert, ja, wie man was machen könnte oder was halt gerade anbrennt. Ich meine, jetzt haben wir ja bald wieder die Zeit, dass wir alles vielleicht manchmal normal ist. Die Modellbahn gerät wieder ein bisschen in Vergessenheit dadurch. Und ja, so eine Sache halt. Das wäre so mein Feedback. Das mit den Vorstellen von Leuten, um die so ein bisschen aufzupuschen, jetzt, die jetzt bei YouTube noch nicht so dabei sind. Zum Beispiel, die wie ich jetzt nur 2 Filme drin haben. Ja. Und, da muss mehr kommen. Ich wollte eigentlich schon gerade noch einen 3. drehen, aber meine Frau ist mal weggerannt. Ja. Mit Kamera. Und das hast du gefilmt, oder was? Wie modelliere ich meine Frau fertig? Ja, genau. Die backen wir dir. Wie drucke ich sie in 1:87 nach? Ja, genau. Sehr schön, sehr schön. Das wäre so mal jetzt mein Feedback. Also ihr beide seid schon ganz in Ordnung. Ihr wohnt bloß im falschen Bundesland. Ja? Und die einen sagen so, die anderen sagen so. Das ist halt so. Aber ich finde es schön, dass das so ein bisschen auch verteilt ist. Ich glaube auch, das hat so auch vom Humor, also du hast ja schon einen ziemlich derben und trockenen Humor. Da muss man schon mal sagen, das muss man erstmal auch verpacken. Aber ich finde, ich muss dazu sagen, ich wohne auch nicht mehr im Erdgeschoss. Früher war ich Erdgeschoss. Und da war es halt feucht. Also früher war es ja so trocken wohnen. Ja, genau. Da hatte ich noch so einen nassen Humor. Bist du dann ab und zu zum Lachen auch in den Keller gegangen, oder wie? Regelmäßig. Gut. Lieber Lothar, vielen, vielen lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast, heute Nachmittag mal ein bisschen rumzuplauschen, dass du mal vor die Kamera gekommen bist, dass wir jetzt auch mal gesagt haben, wer hinter diesem Klassenkanal steht. Richtig, richtig klasse. Es hat Spaß gemacht, es war humorvoll, es war witzig. Deine Idee und deine Anregung nehmen wir gerne auf. Dann müssen wir mal gucken, ob wir da irgendwie ein Format noch irgendwann mal zusammenstellen. Ich kann einfach nur sagen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Es hat richtig Spaß gemacht. Sibi, was meinst du? Ja, ich kann mich der ganzen Sache nur annehmen oder hinten anstellen. Lothar, dufter Typ. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir haben echt viel gelacht. Das war ja toll. Und so viele Premiere, wie wir heute hatten mit dir, Lothar, das hat man auch mal keinen. Das kann man echt nicht anders sagen. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Ich kann es nur sagen, es war echt, echt klasse. Vielen, vielen Dank dafür. Ich danke mich auch halt, dass ich diese Möglichkeit hatte, mit euch einfach mal persönlich zu reden und dass ihr mich halt ein bisschen auf den rechten Weg der Tugend gebracht habt. Das fand ich auch sehr schön. Und ich werde auch drüber nachdenken, meinen Kanal ein bisschen zu sortieren. Also da habe ich schon jetzt mir Überlegungen mit eingebaut. Da muss ich aber auch ein bisschen planen. Das muss ich heute Nacht machen. Und das ist vielleicht mal gar nicht mal, also die Idee ist ja nicht schlecht, wa? Man plant es und da baut so ein bisschen alles ein bisschen logisch auf, so damit zum Beispiel auch der Blinde was findet. Ja, genau, hier. Guck so. Okay. Was ich aber noch sagen will, Lothar, nachher gibst du uns bitte noch ein paar Internetadressen, die wir unten gerne verlinken von deinen Homepages, wo du sagst, hier, die würde ich gerne noch zeigen. Da sind meine ganzen Showkästen zu sehen. Das würden wir auf jeden Fall noch machen, Louis, oder? Ja, absolut. Müssen wir machen. Ne? Okay. Lothar, herzlichen Dank. Ich wünsche dir was. Bis bald. Winke, winke. Ciao. Winke, winke. Ihr werdet mir bestimmt recht geben, der Lothar und die Geschichte dahinter ist ein überaus interessanter Typ und eine überaus interessante Geschichte. Und umso mehr macht es Lust, seinen Kanal doch mal zu besuchen. Meine Aufforderung an euch, macht das mal. Den Link zu seinem Kanal Spur 0 Galerie aus Rheinsberg findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Der Lothar war so lieb und hat uns 2 weitere Kandidaten genannt, mit denen wir jetzt auch schon Kontakt aufgenommen haben. Das heißt, die nächste Folge ist wieder sicher, wird allerdings dann wieder über den Kanal vom Sibi veröffentlicht werden. Also dann, ich wünsche euch jetzt noch eine schöne Zeit. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Louis.